Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Star Wars Jedi Survivor rückt immer näher und ihr wollt sicherlich nochmal wissen, was davor eigentlich passiert ist. Im Grunde könnt ihr Jedi Survivor auch ohne Vorwissen spielen, es macht aber die gesamte Erfahrung schöner, wenn ihr wisst, was in Jedi Fallen Order alles so geschehen ist. Oder interessiert euch generell für die Geschichte von Cal Kestis. So oder so seid ihr hier richtig, denn ich fasse euch die Geschichte von Jedi Fallen Order nochmal zusammen. Also kommt raus aus euren Bacta-Tanks, legt die Blaster beiseite und genießt das Video. Wir spielen Cal Kestis, die Hauptfigur von Star Wars Jedi Fallen Order. Ein Jedi-Padawan, der die Order 66 überlebt hat, eine Order, die die Jedi als Verräter darstellte und währenddessen fast alle von ihnen ausgelöscht wurden. Cal schaffte es allerdings zu entkommen und lebte die folgenden Jahre verdeckt, ohne dass jemand von seinem Jedi-Dasein wusste. 5 Jahre nach der Order 66, also nach Episode 3, setzt die Geschichte von Jedi Fallen Order dann an. Die Geschichte startet auf dem Schrottplaneten Bracca. Cal arbeitet dort mit seinem Freund Prauf für eine Schrottsammlergilde und nimmt alte republikanische und separatistische Schiffe auseinander. Es kommt jedoch zu einem Unfall, wo Cal das allererste Mal seine Machtkräfte wieder einsetzen muss, um seinen Freund Prauf vor einem Sarlacc zu retten. Eine Überwachungsdrohne filmt ihm dabei und das weckt natürlich die Aufmerksamkeit des Imperiums auf ihn. Schnell sind auch die Inquisitoren vor Ort, eine Elitetruppe, die von Darth Vader persönlich ausgebildet wurde, um machtsensitive Wesen aufzuspüren und gefangen zu nehmen. Die Inquisitoren locken Cal aus seiner Reserve und dabei töten sie leider auch Prauf. Er versucht also nun trotzdem zu fliehen, gerät in einen Kampf mit der zweiten Schwester, verliert beinahe und wird kurz vor seiner Niederlage von Cere gerettet. Eine ehemalige Jedi, die nun mit Cal, ihrem Piloten Grease und seinem Raumschiff der Mantis versucht, den Jedi-Orden wieder aufzubauen. Sie bringt Cal nach Bogano, einem Planet, der nicht auf den imperialen Karten sichtbar ist, und sie glaubt, dass er derjenige ist, der das geheimnisvolle Gewölbe auf diesem Planeten öffnen kann. Auf dem Weg zum Gewölbe lernt er einen Druiden kennen, BD-1, den ihr auf seiner Reise auf jeden Fall nicht mehr so schnell loswerdet. Im Gewölbe angekommen, spielt BD-1 überraschenderweise eine Aufzeichnung ab, die den Jedi-Meister Eno Cordova zeigt. In dieser Aufzeichnung erfahren wir von ihm, dass dieses Gewölbe den Zeffo gehörte, einer alten Zivilisation, die die Macht erforschte. Der Jedi-Meister nutzte diesen heiligen Ort, um ein Holocron mit einer Liste machtsensitiver Kinder zu verstecken, denn kurz vor der Order 66 bekam er eine Vision, die genau diesen Untergang der Jedi prophezeite. Und ihr solltet auch eine Vision erhalten haben, dass es gut für euch ist, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Dankeschön. Cere glaubt, mit diesem Holocron den Jedi-Orden wieder aufbauen zu können. Jedoch muss Cal den Pfad von Eno Cordova folgen und die Gräber von 3 Zeffo-Weisen in der Galaxis aufsuchen, um final an dieses Holocron gelangen zu können. Cals Reise führt ihn als erstes auf den Heimatplaneten der Zeffo, mit dem gleichnamigen Namen Zeffo. Dort muss er feststellen, dass das Imperium schon vor Ort ist und ebenfalls nach alten Artefakten sucht. Cal erfährt, dass das Imperium mit dem Projekt Bora, ebenfalls ein kreativer Name, den halben Planeten durchlöchern will, um an Artefakte zu gelangen. Er schafft es, vor dem Imperium in das Grab des weisen Eilram zu gelangen, wo er nicht nur sich selbst und seine Fähigkeiten weiterentwickelt, sondern auch eine weitere Aufzeichnung von Cordova enthüllt. In dieser gibt Cordova den Hinweis, dass der Wookiee-Häuptling Tarful auf Kashyyyk mehr zum nächsten Zeffo-Grab weiß und ihm sicherlich helfen kann. So begibt sich Cal nach Kashyyyk und gerät direkt in ein Gefecht zwischen dem Imperium und Rebellen. Er übernimmt kurzerhand einen AT-AT, unterstützt die Rebellen und trifft gleich zu Beginn auf Saw Gerrera, ein alter Bekannter, den wir schon aus der Clone Wars Serie kennen und der damals schon Guerillakrieg gegen die Separatisten geführt hat. Saw Gerrera erzählt Cal von gefangenen Wookiees in einer imperialen Raffinerie, die er befreien möchte. Und in der Hoffnung, Tarful dort finden zu können, hilft Cal ihm und schafft es auch, die Wookiees zu befreien. Von Tarful ist aber keine Spur. Einer der befreiten Wookiees verspricht Cal jedoch, dass er Tarful ausfindig machen wird. Und im selben Moment bekommt Cal eine Nachricht, dass das Imperium auf Zeffo ein weiteres Grab entdeckt hat. Cal fliegt also nun wieder zurück nach Zeffo und findet heraus, dass das zweite Grab in der Nähe eines Venator-Sternzerstörers liegt. Und an alle Clone Wars-Fans, ich kann euch sagen, ich habe diesen Abschnitt geliebt. Der hat mir so viele Flashbacks gegeben zu der Serie. Cal dringt tiefer ins Grab ein und realisiert, dass die zweite Schwester ihm eine Falle gestellt hat. Es kommt zum Kampf und die zweite Schwester schafft es wieder, Cal niederzuringen. Jedoch bekommt Cal wieder Hilfe, dann im letzten Moment schützt BD-1 mit einer Laserbarriere Cal vor seiner vernichtenden Niederlage. Cal erfährt in diesem Moment, dass die zweite Schwester Trilla heißt und eine ehemalige Schülerin von Cere gewesen war und dass das Imperium junge machtsensitive Kinder gefoltert und zu Inquisitoren ausgebildet hat. Cal schafft es unabhängig davon, zum zweiten Grab des weisen Miktruh zu gelangen, wo er nicht nur stärker zur Macht zurückfindet, sondern auch eine weitere Aufzeichnung von Cordova enthüllt, in der er erfährt, dass man ein Gerät namens Zeffo Astrium finden muss, um das Gewölbe auf Bogano komplett öffnen zu können. Nun
Nun will Cal den Planeten verlassen, doch er gerät dabei in einen Kampf mit Kopfgeldjägern und wird von diesen betäubt und gefangen genommen. Nach einer langen Schlummerphase wacht Cal in einer Zelle auf, ohne Lichtschwert, ohne BD-1, schafft es aber dennoch mit Hilfe der Macht, sich zu befreien und sich mit BD-1 wieder zu vereinen. Cal arbeitet sich also durch einen Gefängnistrakt und landet am Ende in einer großen Arena, wo er gegen verschiedene Kreaturen und Kopfgeldjäger kämpfen muss. Es stellt sich heraus, dass er von der Haxion-Brut gefangen genommen wurde, weil der gute alte Freund von Cal, nämlich Grease, Spielstunden hatte und diese natürlich beglichen werden mussten. Grease macht das Ganze aber wieder gut und rettet uns von diesem Asteroiden, auf dem wir uns befinden, indem er mit der Mantis direkt in der Arena landet und wir nun fliehen können. Während der Flucht stellt Cal nicht nur Grease, sondern auch Cere zur Rede und erfährt, was damals während der Order 66 wirklich passiert ist. Das Gespräch kann nicht beendet werden, weil es durch eine Nachricht aus Kashyyyk unterbrochen wird. Cal erfährt in dieser Nachricht nämlich von dem Aufenthaltsort vom Wookiee-Häuptling Tarful. Die Crew der Mantis fliegt also nun zurück nach Kashyyyk, um feststellen zu müssen, dass Saw Gerrera geflohen ist und dass das Imperium den Planeten komplett eingenommen hat und nur die Kräfte loyal zu Tarful geblieben sind. Cal findet Tarful tief in den Schattenlanden von Kashyyyk und dieser gibt ihm den Hinweis, dass er in der Krone des Ursprungsbaumes von Kashyyyk weitere Antworten finden wird. Auf dem Weg nach oben kommt Cal in eine Auseinandersetzung mit der 9. Schwester, auch eine Inquisitorin, doch dank der Hilfe eines Urvogels, dem Shio, schafft es Cal, die 9. Schwester abzuwimmeln und gemeinsam mit uns, sogar auf dem Vogel, zur Krone des Ursprungsbaumes zu gelangen. Dort angekommen enthüllt BD-1 eine weitere Aufzeichnung von Cordova, der ihm sagt, dass sich das Zepho-Astrium auf Dathomir befindet. Als Cal den Weg nach unten bestreiten möchte, wird er ein letztes Mal von der 9. Schwester angegriffen. Er schafft es jedoch, sie im Kampf zu besiegen, sie vom Baum runterzustoßen und final natürlich zum Schiff zurückzukehren. Auf Dathomir angekommen, wird Cal direkt von Merrin begrüßt, die letzte überlebende Nachtschwester auf Dathomir. Die Nachtschwestern gehören zur Rasse der Zabraks und sind machtnutzende Hexen, die weder Jedi noch Sith sind. Sie gibt den Jedi also letztendlich Cal die Schuld für die Vernichtung der Nachtschwestern und greift uns an. Letztendlich wisst ihr, wenn ihr Clone Wars gesehen habt, wer wirklich daran schuld war. Er schafft es, die Angriffe abzuwehren und entdeckt den Eingang vom letzten Grab des weisen Kujets. Kurz vor dem Eingang begegnet er einem mysteriösen Menschen in Kutte, der von sich behauptet, er studiert den Planeten. Von ihm, kann ich euch sagen, werden wir definitiv später mehr erfahren. Cal zieht weiter, wird von den Nachtbrüdern, dem männlichen Geschlecht der Zabraks, kurz vor dem Tempeleingang aufgehalten und in die Sümpfe von Dathomir gestoßen. Cal erkämpft und erklettert sich den Weg nach oben und nebenbei erfährt er, dass dieser mysteriöse Mann mit der Kutte ein Jedi war, der auf Dathomir abgestürzt ist. Cal erreicht die Tempeltür, meditiert davor und bekommt einen Flashback von seinem Meister Jaro Tapals und wie er sich während der Order 66 für ihn geopfert hatte. Im Anschluss begegnet er einem dunklen Geist von Jaro und im Zuge dessen wird sein Lichtschwert zerstört, welches übrigens das alte Lichtschwert von seinem Meister war. Beim Verlassen des Tempels begegnet Cal wieder dem mysteriösen Mann, der nun sein wahres Antlitz zeigt. Cal erfährt, dass er Taron Malakis heißt und zur dunklen Seite verfallen ist. Taron möchte Cal bekehren, doch wird von Merrin unterbrochen, die gefühlt alle Nachtschwestern Dathomirs auf uns hetzt. Ohne Lichtschwert und mit ganz vielen Nachtschwestern im Nacken flieht Cal in Richtung Mantis und schafft es, Dathomir letztendlich zu verlassen. In einem Gespräch zwischen Cere und Cal verrät sie ihm, wie sie ansehen musste, wie ihre Schülerin Chulla zur Inquisitorin wurde, die selbst kurzzeitig der dunklen Macht verfallen ist und sie deshalb ihre Verbindung zur Macht unterbrochen hatte. Sie bittet dann Cal, trotz seiner Schuldgefühle in Bezug auf den Tod seines Meisters, weiterzumachen. Und außerdem braucht Cal ja ein neues Lichtschwert und so fliegt die Mantis-Crew Richtung Ilum. Das ist der Planet, wo jeder Jüngling in einer Art Prüfung seinen eigenen Kristall findet, beziehungsweise der Kristall ihn oder sie findet. Checkt mal gerne die Clone Wars Folge Staffel 5, Folge 6 aus, da seht ihr nämlich, was die Jünglinge durchmachen müssen. Cal durchstreift also die Eishöhlen von Ilum, kommt beinahe vom Weg ab, meistert jedoch die Prüfung und findet letztendlich seinen Kyber Crystal, um sein neues Lichtschwert zu erstellen. Auf dem Weg nach draußen muss er aber realisieren, dass das Imperium auch auf diesem Planeten stationiert ist und die wertvollen Kyber-Kristalle abbaut. Kleiner Spoiler, wenn man nach Abschluss des Spiels zurückkehrt, sieht man, in was sich Ilum transformiert hat. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr erkennt, was das Ganze ist. Cal Kestis schafft es auch hier wieder, dem Imperium zu entwischen und kehrt nun gestärkt und mit neuem Laserschwert zurück nach Dathomir. Im Tempel angekommen, begegnet er wieder den bösen Geistern des Meisters, akzeptiert, reflektiert aber seine Vergangenheit und die Dinge, die er nicht kontrollieren kann und kann dadurch passieren. Er trifft im Anschluss auf Merrin und kann sie überzeugen, dass nicht die Jedi die Nachtschwestern ausgelöscht haben, sondern die Separatisten unter Kontrolle der Sith all das getan haben. Im Zentrum des Tempels trifft Cal auch hier dann ein letztes Mal auf Taron Malakis und gemeinsam mit Merrin können sie Taron niederringen und das Zepho-Astrium an sich reißen. Cal gelingt es sogar, Merrin davon zu überzeugen, sich der Mantis-Crew anzuschließen, Jedi-Gedankentrick und so. Willst du ein paar Killersticks kaufen? Du willst mir keine Killersticks verkaufen. Ich will dir keine Killersticks verkaufen. Du willst nach Hause gehen und dein Leben überdenken. Ich will nach Hause gehen und mein Leben überdenken.
Und so kehrt nun die neu gewachsene Mantis Crew zurück zum Ursprung, nach Bogano. Zurück im Gewölbe öffnet Cal das Ganze mit Hilfe des Astriums und erlangt das Holocron. Er wird aber dabei von Triller überrascht, denn sie hat ihn die ganze Zeit verfolgt und sie werden in einen Kampf verwickelt. Cal schafft es dieses Mal, sie zu besiegen und ihr Lichtschwert abzunehmen. Das Ganze löst aber ein Machtecho in Cal aus und er sieht, wie Triller und Cere gefoltert werden und wie verzweifelt Triller war und letztendlich der dunklen Seite verfallen ist bzw. nachgab. Und genau dadurch schafft es Triller, Cal das Holocron abzunehmen und zu fliehen. Hatte ich erwähnt, dass Cal in diesem Gewölbe auch eine Vision von seiner dunklen Zukunft hat? Die sieht nämlich nicht rosig aus und sorgt dafür, dass alle Jünglinge, die er schützen möchte, in Gefahr geraten werden. Cal kehrt also dann zum Schiff zurück, erzählt Cere von seinem Echo, woraufhin sie Hoffnung schürt und ihre Verbindung zur Macht wiederherstellt. Sie schlägt Cal zum Jedi-Ritter und gemeinsam machen sie sich auf den Weg, das Holocron und Triller zurückzugewinnen. Dazu reisen sie ins Mustafar-System und dringen in die Inquisitorenfestung auf einem der Wassermonde von Mustafar ein. In der Unterwasserfestung angekommen, lokalisieren sie den Ort des Holocrons und merken ganz schnell, dass sie in die Verhörkammer müssen. Da wartet nicht nur das Holocron auf sie, sondern auch Triller. Dort kommt es zu einem letzten Kampf zwischen Triller und Cal schafft es auch hier wieder nicht alleine, sondern mit Hilfe von Cere Triller zu besiegen. Genau, ich habe Triller gesagt, perfekt. Und sie sogar so weit zu bringen, ihrer Meisterin zu vergeben und zur hellen Seite der Macht zurückzukehren. Wäre da nicht Darth Vader, der dazwischen funkt, Triller tötet, Cere in den Abgrund stößt und Cal herausfordert oder wohl eher übermächtig gegenübersteht. Während Darth Vader gefühlt die halbe Festung auseinander nimmt, flieht Cal vor ihm, zumindest probiert er es. Die totgeglaubte Cere hat es dann doch geschafft zu überleben und rettet Cal in einem kritischen Moment, als er ein letztes Mal auf Darth Vader stößt. Sie können tatsächlich ganz knapp entkommen und nach einer abschließenden Tauchpartie und Rückkehr zum Schiff überlegt die Mantis Crew, was sie mit dem Holocron anstellen. Nach den dunklen Visionen von Bogano und um den Standort der machtsensitiven Kinder für alle zu verbergen, entscheidet sich Cal letztendlich, das Holocron zu zerstören. Hier endet die Geschichte von Cal in Jedi Fallen Order, aber nicht auf diesem Kanal, daher schaut doch gerne mal in diese Playlist rein, dort findet ihr nochmal Videos zu Cal Kestis und seiner Crew. Danke schon mal im Voraus fürs Abo, danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Spielen von Jedi Survivor und denkt immer daran, möge die Macht mit euch sein.